Die Corona-Gang ist immer noch voll im Einsatz. Viele unserer Schützlinge haben wir inzwischen in Arbeit untergebracht und sehr viele haben selbst etwas gefunden. Aber es gibt immer noch jede Menge armer Menschen, die Hilfe brauchen. Da die Preise auch hier explodiert sind und das Spendenaufkommen nachgelassen hat, können die Coroneros jetzt nicht mehr jedes Wochenende Menschen, die hungern, verpflegen. Aber viele Poseidon-Stammtaucher sind im Februar wieder nach Phuket gekommen. Und unter denen sind sehr viele, welche die Corona-Gang unterstützen. Die haben innerhalb einer vor dem Tinov geheim gehaltenen Aktion so viel Geld gesammelt, dass es für das vergangene Wochenende gereicht hat. Also wurde eingekauft und am frühen Morgen des Sonntags, dem 24. Februar, füllten fleißige Hände Reis- und Eierbeutel, stapelten die und bereiteten alles vor für die Ausgabe. Die Helfer aus Europa machten mit, wurden freudig begrüßt und eingewiesen. Sie staunten erstmal, reihten sich aber schnell in den Arbeitsprozess ein und legten überall Hand mit an. Schon lange warten in der Nebenstraße wieder die Reihen der Bedürftigen. Die freuen sich, dass es außerplanmäßig eine Ration gibt und die Kinder sind aufgekratzt in Erwartung der weißen Fee und ihrer Kolleginnen. Aber ehe es was gibt, muss registriert werden. Das geht wie immer routiniert seinen Gang. Die Bürokraten füllen ihre Listen, der Bär sammelt die ID-Karten und die anderen Helfer verteilen diese zusammen mit den Abholnummern. Damit den Kindern nicht langweilig wird, geht Coronera Ulrike durch die Reihen der Wartenden und beglückt die Kleinen. Eine willkommene Unterbrechung für diese.
Also, die Abholnummer empfangen und dann ab nach vorne. Dort wartet ja der Lohn des langen Wartens. Und dort haben die einheimischen und langnasigen Coroneros inzwischen alles gerichtet für die Hungrigen. Schon geht es los. Die endlose Schlange kommt mit leeren Händen zu den Ausgabetischen und die Bedürftigen gehen mit Grundnahrung für eine Woche wieder nach Hause. Es läuft super dank multinationaler Zusammenarbeit. Da könnten sich alle Politiker der Welt eine Scheibe von abschneiden, aber die sind ja leider keine Coroneros und kriegen das nicht gebacken. Ein jeder trägt seinen Teil bei und die Langnasen tun das mit einem freundlichen Lächeln oder einer lustigen Bemerkung. Und keiner ist sich für irgendeine Handreichung zu schade. Die weiße Fee sorgt mit Ulrike für strahlende Kinderaugen. Aber das ist ja wohl deren Pflicht, oder?
Am Frontende werden die Rationen abgegriffen und im Hintergrund schuften die Coroneros, damit die Ausgabe nicht leer läuft. Da gibt es kein Stocken, bis die Letzten versorgt sind. Und dann wird, wie immer, das Auto für die Fahrt ins Nobelviertel beladen. Auch da sind die europäischen Helfer wieder mit dabei und sorgen für strahlende Kinderaugen, denn die bekommen nicht nur ihre gewohnten Luftballons und Süßigkeiten, sondern werden auch noch unterhalten. Dabei wirken alle mit. Jürgen und Okan tun sich dabei besonders hervor. Da kommt der Verdacht auf, dass vielleicht zumindest Okan noch gar nicht erwachsen ist. Oder vielleicht alle beide? Egal, die Kleinen finden das prima. Und die Erwachsenen finden es auch toll, von völlig Fremden so liebevoll umsorgt zu werden.
Eine Anmerkung in eigener Sache. Nicht nur, dass unsere gerade anwesenden Taucher mithelfen, diese Aktion finanzieren, sondern auch noch einen Tauchtag dafür opfern, ist schon sehr beachtlich. Euch und den anderen meist unsichtbaren Helfern danken wir ganz besonders. Ihr seid es, auf die der Dinos, sich wirklich was einbildet. Wir sind nicht die Größten, nicht die Reichsten, nicht die Prominentesten, aber wir sind die Corona-Gang.